Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese tolle Mütze für euch gehäkelt. Sie ist in wenigen Stunden fertiggestellt und ist ein idealer Begleiter für die kalte Jahreszeit. Ihr braucht nur knapp 100 Gramm Wolle. Da finden sich vielleicht in euren Wollvorräten passende Reste, die auf eine sinnvolle Verwertung warten. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Für diese Damenmütze ist eine Tellergröße von 16 bis 17 cm optimal. Ab Erreichen dieses Maßes daher keine Zunahmen mehr machen. Für runde Teile gilt folgender Grundsatz. Wird das Teil wellig, ist die Häkelnadel zu dünn. Wird das Teil wie eine Schüssel, ist die Häkelnadel zu dick. In beiden Fällen muss mit der passenden Häkelnadel neu begonnen werden. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm und eine Wolle mit 130 Metern Lauflänge pro 50 Gramm. Ich beginne mit 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, dann häkle ich eine feste Masche in den Ring. Ich häkle noch eine Luftmasche und in das linke Maschenglied der unteren festen Masche häkle ich noch eine feste Masche. Das ist mein Ersatzstäbchen und ich häkle in den Ring noch 11 Stäbchen, sodass wir insgesamt 12 Stäbchen erhalten. Und ich häkle über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring zusammenziehen können. Und wenn ihr 12 Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 12 Stäbchen gehäkelt und wenn ihr das Ersatzstäbchen ein bisschen kippt, seht ihr hier einen schönen Maschenkopf und hier schließen wir mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle wieder eine Luftmasche, ich häkle in die allererste Masche eine feste Masche, ich häkle noch eine Luftmasche und eine feste Masche in das linke Maschenglied der unteren Masche. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle in dieselbe Masche ein zweites Stäbchen und dann häkle ich in jede vorhandene Masche 2 Stäbchen. Wir erhalten genau 24 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 24 Stäbchen gehäkelt und ich schließe wieder in den Kopf des ersten Stäbchens zur Runde. Ich häkle wieder das Ersatzstäbchen. Ich häkle wieder in den
selben Maschenkopf ein zweites Stäbchen, dann häkle ich ein Stäbchen in die nächste Masche, 2 Stäbchen in eine Masche, ein einzelnes Stäbchen, 2 Stäbchen in eine Masche und ein einzelnes Stäbchen, immer abwechselnd. Und wir erhalten genau 36 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 36 Stäbchen gehäkelt. Wir schließen wieder zur Runde. Wir häkeln das Ersatzstäbchen. Wir verdoppeln das erste Stäbchen und jetzt häkeln wir 2 Stäbchen nebeneinander und dann 2 Stäbchen in eine Masche. 2 Stäbchen nebeneinander und 2 Stäbchen in eine Masche und so weiter, und wir erhalten 48 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 48 Stäbchen gehäkelt. Ich schließe zur Runde. Ich häkle das Ersatzstäbchen. Ich verdopple das erste Stäbchen und jetzt häkeln wir 3 Stäbchen nebeneinander und dann 2 Stäbchen in eine Masche. 3 Stäbchen nebeneinander und 2 Stäbchen in eine Masche und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 60 Stäbchen gehäkelt. Wir schließen zur Runde. Ich häkle das Ersatzstäbchen. Ich verdopple das erste Stäbchen und jetzt häkle ich 4 Stäbchen nebeneinander und dann wieder 2 Stäbchen in eine Masche und wieder 4 Stäbchen nebeneinander und 2 Stäbchen in eine Masche. Wir erhalten 72 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 72 Stäbchen gehäkelt und es wird Zeit, dass wir nachmessen. Der Teller sollte mindestens 16 cm Durchmesser haben. Ich habe nicht ganz 15 cm, das heißt, ich häkle noch eine Reihe mit Zunahmen und solltet ihr die 16 cm bereits erreicht haben, könnt ihr diese Reihe, die ich jetzt mache, weglassen und ansonsten häkelt ihr diese Reihe noch mit und jetzt häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche und dann immer 5 Stäbchen nebeneinander. Und dann wieder 2 Stäbchen in eine Masche und dann wieder 5 einzelne Stäbchen und wir erhalten 84
Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 84 Stäbchen gehäkelt und zur Runde geschlossen und jetzt hat mein Teller ungefähr 17 cm. Das passt sehr gut. 17 mal 3,14, also mal Pi, ergibt ungefähr 53 cm Kopfumfang. Und jetzt häkeln wir im Muster weiter. Ich häkle zuerst das Ersatzstäbchen und dann häkle ich ein Stäbchen in den Maschenkopf vor dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln also 2 überkreuzte Stäbchen. Dann ganz wichtig, schauen, welche Maschen schon besetzt sind und immer in die nächsten beiden freien Maschenköpfe arbeiten. Einen Maschenkopf auslassen, ein Stäbchen häkeln und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und als Orientierung bei 84 Maschen ergeben sich genau halb so viele Gruppen, nämlich 42. Wenn ihr 72 Maschen habt, erhaltet ihr 36 Gruppen. Und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und wir häkeln wieder ein Ersatzstäbchen. Und jetzt häkle ich in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen und dabei muss wieder dieselbe Anzahl herauskommen, mit der ihr hier aufgehört habt. Bei mir also 84. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und ich schließe zur Runde. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt. Ich zeige euch noch einmal den Anfang bei den überkreuzten Stäbchen. Wir häkeln zunächst das Ersatzstäbchen und dann häkeln wir rückwärts in das Stäbchen davor noch ein Stäbchen. Das bedeutet, die Kreuze wandern immer ein bisschen nach rechts, also um eine Masche nach rechts. Und dann häkeln wir ganz normal wieder die überkreuzten Grüppchen. Und wir machen das so lange, bis die Mütze so zusammengelegt ungefähr 18 cm lang ist. Immer dieselben 2 Reihen und wir enden mit einer Stäbchenreihe, bevor wir dann das Bündchen dran häkeln und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Mütze hat ca. 18 cm erreicht. Ich habe mit einer Stäbchenreihe vorläufig geendet. Jetzt schaut ihr, wie weit die Mütze geworden ist. Das Bündchen, das wir jetzt machen, zieht auf jeden Fall noch ein paar Zentimeter zusammen, aber sollte euch die Mütze zu weit erscheinen, macht ihr das Bündchen mit einer etwas dünneren Häkelnadel. Und ich mache hier einen Farbwechsel und deshalb mache ich die Kettmasche mit der neuen Farbe. Die 2 Fäden könnt ihr hinten verknoten.
und ich beginne mit 2 Luftmaschen und häkle abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Wie gesagt, auch wenn ihr keine dünnere Nadel verwendet, zieht das Bündchen noch zusammen. Aber wenn die Mütze zu weit werden sollte, macht ihr das Bündchen mit einer etwas dünneren Häkelnadel und ich häkle einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und wir schließen in die zweite Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde und wir beginnen wieder mit 2 Luftmaschen und dann folgt immer ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und wie gesagt, jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche und ich häkle ungefähr 4 bis 5 cm Bündchen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Bündchen fertig gehäkelt, ich habe alle Fäden vernäht und hier oben habe ich mit dem Anfangsfaden einen Druckknopf angenäht und hier könnt ihr den Bommel einfach drauf klipsen. Wo ihr diese Bommel kaufen könnt, verlinke ich euch in der Infobox und somit ist unsere tolle Mütze fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.